Einen besinnlichen 1. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus meinem Sternenpost-Adventskalender. Näheres dazu habe ich auch nochmal am Ende des Videos erklärt. Jo, okay, also öffne ich mal meinen Adventskalender. Heute gibt es diese Box. Falls du die nachbasteln möchtest, die Anleitung dafür verlinke ich dir hier oder hier, je nachdem, wo das i aufploppt. Jo, das ist eine Socrim-Box oder ein Socrim-Container, eine selbstschließende Box. Schauen wir mal, was drin ist. Ups, klemmt natürlich ein Bändchen und ein Sternchen. Ich fahre mal rein mit der Hand und suche mal. Da klemmt doch was. Geht ja schon gut los hier. Aufregung heute. Passt. So, ganze Box wieder zu. Total witzig, finde ich. Passt viel rein. Ja, das ist das, was ich heute habe. Und daraus basteln wir uns was Passendes zum Advent. Ich will ja hier auch so ein bisschen adventliche Stimmung verbreiten. Ich habe meinen Tee schon da. Ich habe den schon mal vorher angesetzt, nicht wie letztes Jahr, da habe ich mir manchmal den Mund verbrannt. Sollte man ja vorsichtig sein. Ja, mein ersten Tee war ein Energietrink. Tee. Ich wollte schon sagen Energy-Trink. Nee, ein Energietee. Okay, was haben wir hier? Sterne, eine Lichterkette, na die ist ja mal cool. Und ein Schleifenband und ein dünnes Bändchen. Und dann zaubere ich doch schon mal hier auf den Tisch eine Flasche. Was brauchst du dafür? Du wirst ja nachbasteln wollen vielleicht. Eine leere Flasche. Also such dir jemanden, ja, einen Menschen deines Vertrauens, der die für dich leert. Dann das Entscheidende an der Flasche ist, das Etikett abzuputzen. Das dauert ein bisschen, aber schön einweichen und mit einem guten Kratzschwamm. Es geht auch gut mit diesem Metallkratzer. Kannst du das gut abkratzen. Hast du sauber, ist super. Was brauchen wir noch? Viel mehr brauchen wir nicht. Ja, geht's eigentlich schon los. Doch, wir brauchen noch Pergamentpapier und das habe ich schon mal hier vorbereitet. Kleiner Tipp, aber bist du vielleicht auch schon drauf gekommen, wie kriegen wir das wieder rationell hin? Wir spielen Tetris mit Pergamentpapier und zwar habe ich meine Stanzformen genommen. Hier diese bestickten Sterne gibt es auch noch. Echt tolle Formen, kann man richtig viel mitmachen und ich werde sicher im Advent viel damit basteln. Habe ein Pergamentpapier genommen, habe das geteilt, also gefaltet auf halb und nochmal auf Viertel dann am Ende und habe dann so ein Feld raus, sind 4 Lagen und da habe ich meine Sterne aufgelegt und schön gepasst. Du siehst, da hätte sogar noch mehr gepasst und da passen auch noch kleine zwischen und die baue ich jetzt mal hier aus dem Papier raus. Nicht alle Lagen brauchen wir gar nicht, die untere ist ein bisschen fester. Lege ich mir hier schon mal schön beiseite, weil die werden wir gleich verarbeiten. Geht der noch raus? Der geht noch raus. Wunderbar. Beiseite legen. Ja, Nummer 1, jetzt könntest du das natürlich noch prägen oder bestempeln oder was auch immer, aber wir können das auch so lassen. Dann habe ich mir ein Schild gestanzt und gestempelt und zwar mit dem Stempelset Schneeflockengrüße. Da gibt es hier so einen Text, manch einer findet ihn vielleicht kitschig, aber mit Sterne in Verbindung, sage ich, passt das wie verrückt und zwar vom Himmel gefallen und für dich gefangen. Ein Schild, nehmen wir also auch. Und die Lichterkette. Dies ist so eine, die hat hier oben so einen Korken. Auch witzig, kann man viel mitmachen. Ja, was tun wir? Wir nehmen einfach Sterne, rollen die so ein bisschen zusammen und fädeln die hier oben ganz einfach in die Flasche rein. Schwupp, da unten sitzt einer. Damit die dann nicht alle auf dem Boden kleben, werde ich parallel dazu meine Lichterkette da reinbauen. Das Draht kannst du jetzt natürlich schön spiralförmig zum Beispiel da reinbauen oder ganz anders. Kannst jetzt noch mit dem Stäbchen arbeiten, habe ich auch gleich. Schieben wir uns das, wie wir wollen. Und wenn wir so die Hälfte drin haben, schicken wir unseren nächsten Stern nach, weil der verkantet sich dann so schön in der Lichterkette. Guck mal, ich schiebe das hier einfach so ein bisschen, dass das dahin geht, wo ich möchte. Also alles macht es nicht, was ich will, aber er macht schon alles, was ich will. Dort geht hier rein. Der nächste Stern flutscht da oben durch, schon sitzt er da. Ja, und so machen wir das weiter. Und wenn wir die ein bisschen anders platzieren wollen, nehmen wir uns einfach unsere Klebepunkte, hier diese Blue Dots oder
Da fehlt mir wieder ein Name, glaubst du es? Mann, jedes Mal, wenn das Video an ist, fehlt Angela der Name. Ja, also die Klebepunkte setzen wir hier ran. Machen sie einfach an der Lichterkette, fixieren wir die ein bisschen. Schieben wieder das nächste rein und so füllen wir unsere Flasche komplett voll mit Sternen. Kleine, ganz kleine. Schmeißen wir mal wieder einen so zwischen rein. Bewegt sich dann sicher da drin. Jo, einsetzen wir noch an die Lichterkette. Bisschen weiter oben. Der eine klebt da oben. Das ist schon recht witzig. Jetzt schiebt damit runter. Ja, so teilen wir die da schön auf. Ich schiebe noch mal einen irgendwie dazwischen. Das ist eine Fädelei, ja? Hier wieder mein Springstäbchen zum Nachschieben. Das will er nicht. Vorführeffekt. Da hängt dazwischen. Oh, der sieht gut aus. Ich hoffe, er bleibt dafür immer. Noch einen oben drauf. Wir haben es ja. Ja, alles Sterne aus einem A4-Blatt. Ja, System ist verstanden. Vielleicht noch einen jetzt zum Schluss oben mit den Klebepunkten anbringen. Dann haben wir noch hier so einen mittelgroßen. Setzen wir noch mal hier drauf. Ja, fertig ist das. Kann man auch ein bisschen schütteln oder wieder ein bisschen hochziehen oder wieder alles rauspacken. Also ist eine echt schöne, witzige Sache im Advent. Kann man auf dem Tisch dann auch so ein bisschen rumspielen und kommt, sieht schon cool aus, ne? Ja, was machen wir noch? Jetzt kommt schon mal unsere Sache mit dem Bändchen und dem Anhänger. Ich habe hier dieses dünne Band. Das wickel ich einfach, hier fädel ich mal durch. Auch schon gespannt auf die Sterne in den Sternenbriefen. Zum 7. Mal machen wir unseren Sternenpost-Adventskalender und es sind diesmal über 40 neue Teilnehmer. War eine spannende Sache, aber es sind so viele tolle Ergebnisse bei rausgekommen und so viele Leute haben mitgemacht, begeistert. Das war schon eine schöne Sache. So, einige haben schon geöffnet heute, die anderen warten noch. Wir zeigen ja öffentlich möglichst immer erst 18 Uhr, nicht vorher, damit auch für alle die Freude bleibt, weil manch einer möchte das nach Feierabend machen. So, jetzt bin ich noch mal so ein Bändchen hier rum, weil ich habe es ja, war ja im Adventskalender bei mir drin, dann passt das. Mache ich eine Schleife. An die Enden könnte ich hier diese tollen goldenen Sterne setzen und da drüber setze ich noch die echte Schleife. Dem Ganzen noch so den Pfiff gibt. Kannst du natürlich auch alles mit Silber machen, ne, ist klar. Die Sterne sind aus der Goldfolie, auch in Silbern, in 3 Schattierungen, gerade im Mini-Katalog. Ja, jetzt mache ich gar nicht alles fertig, weil ich habe ja da schon was vorbereitet. Aber einmal zeige ich das noch, machen wir auch mit diesen Klebepunkten, weil sie sind einmal auf dem Arbeitstisch. Ich nehme jetzt hier also Klebepunkt, setze den hier ran. Könnte das mit allen Arten von Klebstoff kleben, ne? Aber wir machen das so. Und zwar setze ich den gleichen Stern deckungsgleich vor. Das ist jetzt der richtige Text, setze ich ihn davor. Ich decke es praktisch ab. Überleg dir den Text. Immer wenn so stressige Zeiten sind, fallen mir Wörter nicht mehr ein. So, aber wir wissen ja warum. Und das wird ja auch wieder besser. Jo, da ist außen ein Stern dran. So, Flasche, sage mal so weit. Du weißt, die restlichen kommen noch dazu. Aber jetzt erstmal hätten wir also schon mal unser Adventslicht hier für unseren Tisch. Und damit wir das alle gut sehen, lege ich das mal so ein bisschen hin. Ich mache mal hier die kleinen Kleinigkeiten weg. Adventslicht lege ich heute hier oben hin. Vom Himmel gefallen und für dich gefangen. Hier sind noch ein paar Sterne, die werde ich nachher nachbauen. Hier ist mein Originallicht, mein erstes. Gibt es auch noch andere schöne Flaschen. Genau. Stellen wir mal da oben hin. Und dann hätte ich für dich mal einen Tee trinken. So als kleine Idee. Ich weiß nicht, ob ich das bei jeder Bastelidee habe, weil ich weiß ja auch noch nicht, was ich dir alles zeige. Ich habe noch keinen Schimmer. Das wird immer früh morgens recht spontan entschieden. Ein paar Pläne habe ich, aber nicht alle. Okay, Upgrade. Ich habe extra geguckt, was es heißt. Upgrade heißt etwas aufmotzen, also etwas vorwärts bringen und noch toller machen. Ich hätte für dich ein Upgrade und ich hätte für dich, habe ich dann gedacht, das müsste ja dann Downgrade heißen. Ich will mich ja mal Englisch bilden. Zurückmotzen oder einfacher machen. Einfacher machen wäre, du hast die Flasche,
Du hast ein Licht, wie auch immer. Notfalls eine Kerze, aber dann würde ich kein Papier reintun, also Kerze vergiss wieder. Aber du hast eine Lichterkette, die du reinfädelst. Wenn du eine hast mit einer anderen Halterung, dann versteckst du die oben irgendwie oder legst sie unten daneben, dahinter. Das geht ja auch alles. Und dann nimmst du das gute alte Butterbrotpapier, vielleicht unbenutzt, und eine Schere und schneidest dir Sterne draus raus und schon hast du das Ganze auch fertig. Jo, und jetzt kommt das Upgrade. Das Upgrade wäre, dass du innen goldene Sterne hast. Und um das Ganze zu toppen, hast du außen auch noch goldene Sterne. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es schicki ist. Schreibt mir das mal. Ich wollte es nur unbedingt ausprobieren. Womit habe ich geupgradet? Mit den Metallblättchen in Gold von Stampin' Up, weil die liegen hier rum. Und so richtig bin ich damit noch nicht erfolgreich gewesen, weil ganz einfach, das siehst du gleich, wenn ich das hochhole und die Kiste hinstelle, da ist nicht umsonst ein Gummi drum, ein Deckel drauf. Und wenn du hier gucken würdest, das ganze Umfeld hat es hier schon mal geblinkert. Aber ich dachte, probiere ich aus und es ging ja auch ganz gut. Ich habe praktisch diese Goldblättchen genommen, also Metallblättchen in Gold. Und mein Lieblingsprodukt, eins meiner Lieblingsprodukte aus dem Katalog, und zwar, nicht runterschmeißen, weil du weißt es schon, du ahnst es schon, die Klebeblätter. Damit habe ich meine Sterne ganz einfach ausgestanzt. Und ich stelle die nochmal runter. Mache das jetzt wie folgt. Ich nehme so einen Stern, ziehe die Schutzfolie ab. Weißt du, das ist immer vor der Kamera wieder der Hammer. Egal, ich mache es trotzdem. Ziehe die Schutzfolie ab. Du ahnst es, vorhin beim Testen ging das wieder super. Aber egal. Die eine Seite geht perfekt ab, weil da ist immer eine Perforation. Setze die hier drauf. Jetzt kommt dieses Rakeln, wo ich immer sage, ganz wichtig. Rakeln heißt, wir bringen den Klebstoff von der Trägerfolie auf die Unterlage auf. Und in dem Fall ist das ja die Flasche. Siehst du hier? Gut, dass wir mitdenken. Hier ist noch eine Zacke, ist noch was dran. Wenn du nicht aufpasst, ne? So, haben wir. Also da nochmal besonders rakeln. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich gleich die Kiste aufmache und das Gold rum. So, fertig gerakelt. Schutzfolie vorsichtig abziehen. Schauen, dass dabei, Geräusch von Flasche, dass dabei der Klebstoff schön auf der Unterlage, auf dem Untergrund bleibt. Ich nehme schon mal hier mein wichtiges Läppchen. Und jetzt kommt die Kiste. Die Kiste wird geöffnet. Und zwar, das ist der spannende Moment. Und man kennt das ja schon, normalerweise würde ich jetzt mit der Hand reingehen. Ich gehe jetzt mit der Flasche rein und nehme das Schwämmchen hier und setze damit überall, wo Klebstoff ist, Gold drauf. So, und das geht auch ganz gut. Erinnert mich so ein bisschen, früher bei uns durfte ich zugucken, als am Kirchturm der Turmknopf vergoldet wurde. Also ich durfte dieses Blattgold mal in die Hand, also das Heft, wo das drin war, mal in die Hand nehmen. Das war so spannend. Ja, keine gemerkt, wie spannend die Kleine das findet. Aber war total der Hammer. So, jetzt haben wir es, siehst du? Und das war's. Jetzt mache ich erstmal kurz Arbeitsschutz. Gold verstecken. Gold ist versteckt. Der Stern ist fertig. Jetzt wird hier einmal noch mit meinem Mikrofasertuch drauf. Und siehst du, also, falls du noch nicht wusstest, was du mit den Metallblättchen in Gold machst, das wäre meine Idee des Tages. Und dann alles andere wie beim ersten Licht. Lichterkette rein, Sternchen rein oder auch nicht. Fertig. Jo. Das war meine kreative Idee für heute. Und jetzt kommt der Tee. Besinnliches Licht haben wir auf dem Tisch. Und ich habe bekommen, mal sehen, ob ich finde, muss ich holen, soll ich? Letztes Jahr hatte ich ja schon so einen schönen Kalender von Cordula bekommen. Wir kennen uns nicht persönlich, nur mit Briefkontakt oder mit E-Mail-Kontakt. Da finde ich total super und spannend. Und sie haben einen extra Gruß gekriegt. Neben dem Sternenpost-Adventskalender von ihr, der mit einsortiert wurde, habe ich hier Post bekommen. Einen Afrika-Adventskalender mit 24 Texten. Die Spannung steigt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich mache das jetzt hier oben mal vorsichtig auf. Und Tatsache, es sind 24 Texte drin. Das lassen wir mal schön da drin noch. Und jetzt holen wir uns hier einen Text raus. Und ich dachte mir, warum soll ich mich allein dran freuen? Ihr könnt euch mitfreuen. Hoffe ich. Langer Text.
Ich mache das wie folgt. Ich lese oben den Text vor und das, was unten drunter steht, das ist immer eine geschichtliche Sache, denke ich, aus Afrika, würde ich auf meinem Blog schreiben. Okay. Ich lese mal vor. Das Gute ist stärker als das Böse. Liebe ist stärker als Hass. Licht ist stärker als Dunkelheit. Das Leben ist stärker als der Tod. Toll, ich freue mich jetzt schon, liebe Cordula, vielen Dank für diese tolle Überraschung und für die wahrscheinlich guten Texte, die ich da jeden Tag lesen kann. Ja, freut mich total. Werde ich nachher da ein bisschen absichern. Kommt in mein Adventstagebuch. Ja, das zeige ich euch auch noch. Weil man sagt ja, ich hätte keine Ruhe im Advent. Das denkst du nur. Ich habe jetzt ein Adventstagebuch und spätestens damit werde ich so gechillt durch den Advent wandern. So, jetzt die Sterne des Tages. Also, ganz herzlichen Dank habe ich hier gesagt und jetzt kommen die Sterne des Tages. Aus unserem Sternenpost-Adventskalender vom 1. Dezember. Und zwar habe ich hier einmal einen Stern von Michaela. Michaela kommt aus Warburg. Einen Stern von Tatjana. Tatjana kommt auch aus Warburg, zumindest habe ich es so gelesen. Das liegt in Nordrhein-Westfalen und das beides, ihr glaubt es kaum, sind Schwestern. Und dann habe ich einen Stern von Silvia, die kommt aus dem Seebad Ahlbeck und jedes Mal muss ich mich vergewissern, ja, das liegt auf Usedom. Und Evelyn wohnt in Steinbach in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Okay, können wir schneiden. Es geht los, der erste Stern. Jetzt machen wir hier mal eine kleine Bühne für den ersten Stern. Ach, Michaelas Stern. Ach, ist das goldig. Ich habe meistens auch noch nicht vorher geguckt. Halt das mal so hoch. Ganz filigran sind hier 3 Sterne verschieden aneinander gesetzt. Toller Stern. So, hier hin. Meine goldenen gehen mal ein bisschen im Hintergrund. Afrika rücken wir auch ein bisschen auf der Karte zurecht. Das ist der Stern von Michaela. Dann holen wir jetzt den Stern von Tatjana raus. Uiuiui. Auch ein schöner Stern. Das sind alle schön übrigens. Glaubt es kaum, sind alle schön. Und wieder so viel neue dabei, obwohl wir das schon 7 Jahre machen. Ja, der Stern von Tatjana aus Draht. Und dann haben wir von Silvia nochmal einen tollen Papierstern. Gestempelt, gestanzt, geprägt, mit Schleife, mit Bändchen, mehrfarbig. Grüße zum Fest auf der Rückseite. Wunderbar. Und jetzt aus der Abteilung bunt gemischt hole ich mal aus der Tüte. Klein, aber fein. Ach, ist das putzig. Moment, alle Arme da, ja. Schaut mal hier, ein kleiner Rosettenengel, würde ich sagen. Wenn wir da hinhalten. Total niedlich, kommt von Evelyn. Evelyn. Ja, das waren die Sterne des Tages und das war schon wieder unsere Gemütlichkeit im Advent am ersten Abend. Ja, 1. Dezember. Was bleibt? Ich wünsche dir einen besinnlichen Abend. Freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen und wenn du magst, kannst du hier noch Videos angucken, Anleitungen, nachbasteln, Videos vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr. Such einfach, schau einfach, du wirst bestimmt fündig auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich auf dich morgen. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie. Kreativität verbindet. Glaubst du nicht? Was haben Petra aus Kreuztal, Brigitte aus Österreich oder Irmtraut aus Neumünster gemeinsam? Eigentlich nichts und doch so viel. Die und viele andere waren in diesem Jahr wieder dabei und haben Sterne und Adventsdeko gebastelt. Jeder 25 Mal den gleichen Stern. Seit 2015 lade ich schon dazu ein, gemeinsam mit mir kreativ zu werden und mir selbst gebastelte Sterne zu schicken. Geklebt, geprägt, gestanzt, geklöppelt, aus Papier, Filz, Wolle, Draht, egal wie. Jeden Stern einzeln verpackt in einem Umschlag. Dieses Jahr gab es wieder über 80 Teilnehmerinnen. Entstanden sind 96 Sternenpost-Adventskalender. Hier werden dann alle Sterne neu sortiert, umgepackt und an die fleißigen Sternenbastlerinnen zurückgesendet. So entsteht kreative Adventsfreude, Glück und Zufriedenheit bei allen Teilnehmerinnen, im besten Fall. Also stimmt es. Kreativität verbindet, auch in diesem Jahr.
euch allen eine besinnliche, kreative Adventszeit.